Neues Video von Daniel Basteltown. Wir brauchen heute mal ganz wenig Material, ein bisschen MDF, ein bisschen Kantholz und noch ein Gerät. Besser gesagt, die beste Flachdübelfräse für den Heimwerker, was Preis, Leistung und Genauigkeit angeht, die Makita. Und für die bauen wir jetzt eine geniale Vorrichtung, und zwar ganz einfach, wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich sie festmache an dem Ding. Ich habe das gesehen, hat mir einer geschickt, und das Problem ist nur, das sieht man nicht, das ist nur ein Bild, es sind zwei Bilder und man sieht nicht, wie der diese Vorrichtung an der Maschine festgemacht hat. Das ist jetzt mein größtes Problem im Moment, aber wir können ja schon mal mit der Basis anfangen, warum das Jig überhaupt oder das Ding bauen, und über die Halterung machen wir uns später Gedanken. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Höhe von 9 cm beim MDF und eine Breite von 15,5. Ich bin auf jeder Seite 1,5 cm drüber. Die ist ja hier, wie ihr seht, abgeflacht. Und da will ich nachher noch, deswegen die 1,5 cm breiter, irgendwas dran kleben, wo sich hier anschmiegt und das Ding dann auch festklemmt, damit das Jig auch hier drauf sitzen bleibt. Ich möchte ungern, was möglich wäre, von hier Schrauben reinmachen, weil hier ist ja vertieft, das heißt, da würde nichts passieren oder so, aber will ich eigentlich ungern machen. Was ich aber machen würde, wenn es mir zu bunt wird, weil stundenlang, um eine Halterung zu bauen, ist 2 Schrauben schnell durch, viel, viel schneller. Gut, fangen wir an. Dann drehen wir die Scheiße halt nochmal. Ihr habt vergessen, Aufnahme zu drücken. Wir schneiden jetzt zuerst 15,5, 5 mm MDF ist das, und dann die 9 cm, macht das Ganze ein bisschen ungefährlicher. Also eingestellt ist, schneiden wir. Da wir jetzt einen Gärungsschnitt machen, 45 Grad, muss ich den hier rausnehmen, der ist sonst im Weg. Ja, drehen wir mal hoch. Und wie stellt man sicher die Gärung ein? Dann nehmen wir die Bevelbox, ich verlinke euch die in der Videobeschreibung. Tun die hier drauf, das passt jetzt, wegen 0,1 Grad braucht man nicht rumscheißen. Und dann sägen wir Kantholz. Jetzt haben wir die Teile, das heißt ein bisschen die Kanten hier schleifen. Das MDF schleife ich auch an, weil die sind meistens ja so glatt und da dringt dann der Holzleim nicht ein, denke ich jetzt mal. Dann zeichnen wir hier die Mitte an. Dann machen wir ein bisschen Holzleim drauf. Ich verlinke euch den mal. Das ist der Titebond, der Original. Ich finde die voll genial zum Verarbeiten, weil die alle Flaschen irgendwie diesen Spender vorne dran haben. Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns die 2 Hölzer und legen die, so gut es geht, mittig . Ja, dann lassen wir das so trocknen und tun dann von hinten jeweils 2 Schrauben rein. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dass das nicht mehr abhaut. Wenn es trocken ist, machen wir noch 4 Schrauben rein. Tut genug ansenken, weil das ist nachher an der Flachdübelfräse dran, dass die Schrauben auch genug vertieft sind, die Schraubenköpfe. Aber auch weit genug auseinander, weil hier geht nachher die Schneide, also das Blatt,
von der Flachdübelfräse durch. Heißt, aufpassen. Und wie können wir uns sicher sein, dass die Schneide nicht die Schrauben trifft? Naja, als erstes meinen Kanal abonnieren und dann gucken wir. Kanal abonnieren ist kostenlos. Findest du in der Videobeschreibung oder hier unten in der Ecke. Einfach den Button klicken oder am Ende vom Video. So, wenn wir jetzt hier dran gehen, seht ihr, wir sind mit den Schrauben außerhalb, also bei den schwarzen Gummi Anti-Rutsch-Nippel, nenne ich sie jetzt mal. Ja, so kommt das dann hin. Zweimal Buche, Sperrholzplatte, 45 Grad schräg gemacht, ein Stück weggeschnitten, sind 5 cm breit und die kommen jetzt hier hinten dran. Allerdings bei dem hier muss ich auf der Rückseite wegnehmen, damit ich da besser reinkomme, weil ich hänge da jetzt irgendwie fest. Heißt, das schleifen wir kurz weg. So, das passt jetzt hier gut rein. Heißt, wir kürzen das hier ab. Dann an das Holzleim dran. Das tun wir wahrscheinlich nachher mit dem Druckluftnagler noch festnageln. Dann setzen wir das jetzt hier hin. Wir müssen gucken, dass der Winkel natürlich mit dem roten Strich übereinstimmt. Wenn das passt, zwingen wir das hin. So 1000%ig genau müsst ihr nicht arbeiten. Das ist nicht so tragisch, wenn es nicht 100% stimmt. Ist euch überhaupt schon was an der Werkbank aufgefallen? Mir ja. Die Balken sind grau. Ich finde die Optik mega genial. Natürlich ist es Anthrazit, sorry. Und eins muss ich euch sagen, mit so einem Druckluft, kennt ihr schon Druckluftnagler? Druckluftnagler macht es echt Spaß zu arbeiten. Hätte ich den 8 Bar drücken hier, hätte ich den nur fürs Spielhaus schon gehabt. Da wäre eine Menge an Nägel verschwunden. So, aber warten müssen wir trotzdem, bis es trocken ist. Heißt, ich habe wieder Pause, für euch geht's ruckzuck. Ich werde noch einen Streifen MDF runterschneiden und den hier oben auch draufkleben oder was auch immer, so dass ich einen oberen Anschlag habe, dass wenn ich das Ding anhebe, es nicht irgendwie nach unten verrutscht, weil da sind immer noch 1-2 cm Luft nach unten. Ja, dann schneide ich jetzt mal kurz den Streifen und wir sehen uns dann wieder, wenn das trocken ist. Natürlich, den Streifen klebe ich von der anderen Seite einfach dagegen. Mehr auch nicht. So, dann nageln wir mal. Ich denke, das hält. Jetzt noch hier Holzleim ein bisschen noch. Ein bisschen habe ich gesagt. Richtig rum hinmachen. Und einfach den Anschlag drauf pappen. Jetzt haben wir das Ding fertig. Geht runter und geht drauf, sitzt. Jetzt tun wir erstmal den ersten Schnitt vorne durchfräsen. Ich zeige es euch ganz genau. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum ich das Ding gebaut habe. Es gibt einmal für die Kreissäge, Tischkreissäge so ein Schick.
Dann habe ich noch eins für die Fräse gebaut, die ich ja nicht mehr habe, die Makita. Ist immer schwer, das festzuklemmen und man kann nicht überall, wenn man einen großen Kasten baut zum Beispiel, ist dann bei der Tischkreissäge auch schwer. Also eigentlich nur für Bilderrahmen geeignet, aber wenn ihr jetzt eine Kiste habt, die so hoch ist, legt ihr das Ding einfach an. Ich habe jetzt 4 mm Nussbaumplättchen geschnitten und die klopfen wir jetzt da rein. 13 Stück sind's. Nachdem wir das jetzt schön japanisiert haben und der Leim noch nicht natürlich trocken war, schleifen wir das jetzt noch und dann sieht die Sache ganz schick aus. Hoffe ich. Ihr dürft jetzt aufhören zu lachen, nur weil ich zu blöd zum Ölen bin. Aber ich finde, das sieht voll genial aus. Eine ganze Kiste so bauen, kommt bestimmt echt cool. Und wenn jemand sagt, die Gärung hält eh nicht, also die hier hält bombenfest. Wäre jetzt peinlich, wenn es auseinandergegangen wäre. Aber ja, ich finde es echt genial. In meinen Augen also ein sehr, sehr geiles, geile Vorrichtung. Ja, es geht auch viel schneller. Es geht tiefer. Ich weiß nicht, ob das bei der Tischkreissäge dann so einfach geht. Und ihr habt weniger bis gar keinen Ausriss. Finde ich jetzt echt genial. Also, gutes Ideechen habe ich nicht von mir. Habe ich auf Instagram gesehen, hat mir ein Kollege ein Foto geschickt. Hey, bau das mal. Das könnte die Leute interessieren. Und ihr seht, ein Kantholz, ein bisschen anderes Holz und es passt. Und ihr habt es ruckzuck wieder weg. Heißt, ihr habt keine lange Montagezeit, sondern draufstecken, abziehen, fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen und abonnieren und kommentieren. Abonnieren, warum? Ich habe in letzter Zeit irgendwie mehr Bock gekriegt, Vorrichtungen zu bauen. Ich habe noch nicht alle und das wird jetzt auch noch kommen. Und ja, deswegen dringend Kanal abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns dann also im nächsten Video. Nee, falscher Text. Schönen Samstag noch und schönen Sonntag. Und morgen kommen noch die News. Ja. Bis dann.